zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es weiter mit dem BMW M2 Competition. Ich habe jetzt hier schon einige Wochen den Frontsplitter bei mir im Keller liegen und ich bin bisher einfach nicht dazu gekommen. Es tut mir leid, dass da auch so wenig Videos waren in letzter Zeit, aber momentan ist extrem viel los bei mir im Büro und ich komme einfach zeitlich irgendwie nicht wirklich zu was anderem. Heute aber, wie gesagt, geht es jetzt endlich an die Montage des Frontsplitters. Der Frontsplitter ist von der Verarbeitung wirklich top. Das Einzige, was ich jetzt sagen muss, ich hatte ja vorher bereits auch schon mal einen Frontsplitter für den 440i verbaut, auch von BMW M Performance, nachdem ich verschiedene andere Splitter ausprobiert habe und keiner wirklich gut war, bin ich jetzt eben beim M2 Competition direkt auf den Original-Frontsplitter gegangen. Einerseits hat man eben direkt TÜV und eine Zulassung und auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem BMW-Zubehör. Das ist wirklich vernünftig. Aber bei diesem Splitter muss ich sagen, gefällt mir die Qualität, beziehungsweise die Verarbeitung ist toll, aber der Aufbau des Splitters finde ich nicht so toll. Man sieht das jetzt hier an verschiedenen Stellen, der hat so zwei Lagen, ich nenne es jetzt mal einen Deckel und einen Boden und dazwischen ist relativ viel Luft. Das heißt, das ganze Teil ist auch insgesamt relativ wabbelig. Ich weiß nicht, ob das nachher was ausmacht, aber es ist einfach von dem persönlichen Empfinden, wenn man das Ding in der Hand hat, nicht so super hochwertig. Das nächste ist die Verschraubpunkte. Die Verschraubpunkte sind so semi-gut. 3 Verschraubpunkte, jeweils links und rechts außen am Splitter, werden mit Originalschrauben verwendet, beziehungsweise man montiert hier den Splitter mit Originalschrauben. Das finde ich super. Schrauben finde ich immer klasse. Die anderen werden hier mit solchen Splinten und mit solchen Plastik-Pop-Nieten, die ich auch noch nie gesehen habe, angebracht. Alles nicht so toll, aber da gibt es dann nachher beim wirklichen Anbauschritt auch noch mal ein bisschen mehr Informationen dazu. Jetzt im ersten Schritt, solange ich noch drin im Keller bin, gehe ich jetzt her und bereite die Klebeflächen vor, denn der wird natürlich auch verklebt. Man hat hier eben diese große Fläche in der Mitte des Splitters und wir haben 2 kleine Patches oder 2 kleine Bereiche links und rechts bei dem Splitter, die wir auch anschleifen müssen. Die sind so ein bisschen, ja, abgesetzt, diese Teile, die wir da anschleifen müssen, sodass man das auch gut erkennen kann, wo man schleifen soll. Und hier wird dann später eben auch der entsprechende Karosseriekleber, dieser Einkomponentenklebstoff aufgebracht und das Ganze wird dann an den Stellen, an diesen 3 Punkten eben mit dem Fahrzeug, mit der Front des Fahrzeugs verbunden. Und hier gehe ich jetzt her, es gibt so ein fertiges Kit von BMW, da ist dieser Einkomponentenkleber, der entsprechende Reinigungsaufsatz oder diese Reinigungsflüssigkeit, Betaclean und eben auch ein kleiner Streifen Schleifpapier mit dabei. Und was ich jetzt mache, ist einfach die entsprechenden Stellen anrauen, vorschleifen, vorbereiten und dann mit dem Reiniger säubern. Das mit dem Reiniger säubern mache ich dann direkt vor der Montage auch nochmal. Aber ich möchte jetzt hier einfach diese ganzen kleinen Abriebstoffe und sowas wegnehmen und das mache ich dann eben mit diesem Reiniger. Der entfernt eben auch Fette und hinterlässt eine sehr gut haftende Oberfläche, was ja sehr wichtig ist, wenn wir nachher eine entsprechende gute Verbindung mit dem Fahrzeug bzw. mit der Fahrzeugfront eingehen wollen. Das Anrauen der Flächen mache ich jetzt, wie gesagt, auf der rechten und auf der linken Seite und auch an den Mittelstreifen. Und wenn das Anrauen abgeschlossen ist, also ich habe es jetzt so gemacht, ich habe immer angeraut und dann eben die Schleifreste über den entsprechenden Reinigungszusatz und einem Tuch wieder entfernt, um dann zu schauen, ist das genug angeraut oder muss ich nochmal nacharbeiten. Also das würde ich euch auch empfehlen. Ich mache das ja auch nicht jeden Tag mit dem Anschleifen, das heißt, ich mache hier Schritt für Schritt. Ich schleife an, ich säubere und dann kontrolliere ich, ob ich sozusagen genug angeschliffen habe oder ob ich noch mehr Material abtragen muss und so hat man eben nicht das Problem, dass man gegebenenfalls einmal zu viel wegschleift und dann ist es zu spät. So kann man ja immer wieder ein bisschen nachschleifen, solange bis man den entsprechenden Schleifgrad erreicht hat, den man haben möchte. Es geht jetzt ja auch nicht darum, das total blank zu schleifen, sondern wie gesagt, es geht darum, die Oberfläche anzurauen, dass später der Klebstoff eben hier einfach eine bessere Verbindung eingehen kann. Wichtig ist natürlich später auch, dass ihr, das zeige ich dann aber auch im weiteren Verlauf, dass ihr eben auch die Flächen am Auto, wo ihr diese Klebestellen habt, dass ihr die eben auch entsprechend reinigt und säubert, sodass auch hier ein guter Kontaktübergang entstehen kann.
also alle Flächen entsprechend vorbereitet und angeschliffen und der nächste Schritt ist dann eben jetzt die Montage am Auto. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nicht alles komplett weggeschliffen, sondern es geht ja nur darum, dass wir die Flächen ein wenig anrauen, dass hier eine bessere Kontaktfläche entsteht und nachher der Klebstoff auch wirklich gut haftet, damit eben, das ist ja direkt an der Fahrzeugfront montiert, dieser Splitter, und da entstehen schon extrem hohe Kräfte, gerade bei etwas höheren Geschwindigkeiten sollte man die Kräfte, die hier durch den anströmenden Wind bei der Fahrt entstehen, auf gar keinen Fall unterschätzen. Das habe ich selber bei meinem 440 erlebt, wenn man da Teile verbaut, die nicht so gut sind, es verabschiedet sich dann. Hier jetzt nochmal ein kurzer Blick auf das, was wir so grob brauchen. Hier ist einmal die Anleitung von BMW, dann den Klebstoff, den ich aufgehoben habe. Der ist leider vorne doch ein bisschen eingetrocknet, das heißt, da muss ich nachher was wegschneiden, aber Gott sei Dank nicht komplett. Wir brauchen einen Bohrer, wir müssen nachher 2 Löcher bohren, beziehungsweise 4 Stück. Was hier jetzt noch fehlt, ist ein Klebeband, das werden wir auch noch brauchen, und ein kleiner Nusskasten, damit wir eben die Schrauben lösen können. Außerdem kommen heute seit langem mal wieder meine Race Ramps zum Einsatz. Die sind wirklich super, die sind ultra leicht. Das ist so ein Verbund Schaumstoff oder irgendwas, so ein gehärteter. Und ist einfach perfekt, wenn man das Auto mal eben schnell ein bisschen hochfahren möchte. Und hier für die Montage des Splitters an der Front habe ich das auch bei meinem 440 genutzt und das ist einfach klasse. Einziges Problem ist natürlich, die sind dann auch wieder ein bisschen kurz, das heißt beim Runterfahren muss man da ein bisschen was unterlegen, damit eben der Splitter nicht aufsetzt. Das war beim Rauffahren schon super knapp und dadurch, dass der Splitter jetzt ja nochmal 2 bis 5 cm Höhe hat, wird es beim Runterfahren auf jeden Fall nicht reichen. Das heißt, hier werde ich dann wieder mit Brettern eben ein bisschen verlängern, damit der Winkel passt. Was ich jetzt im ersten Schritt mache, ich habe hier noch jede Menge so Gummireste und anderen Dreck, der sich da eben ansammelt von der Rennstrecke oder auch von dem normalen Straßenbetrieb. Da gehe ich jetzt her und nehme einfach Alkohol, und also sprich Spiritus, den habe ich ein bisschen verdünnt mit Wasser und reinige jetzt hier einmal grob im ersten Schritt die ganzen Flächen unten, denn das sind ja die Flächen, wo später der Splitter am Fahrzeug anliegt. Das heißt also auch die Klebeflächen anliegen, aber auch eben der Splitter selbst anliegt, um eben an den Montagepunkten befestigt zu werden. Das heißt, hier möchte ich einerseits, weil ich da später nicht mehr hinkomme, natürlich, dass es einigermaßen sauber aussieht, und auf der anderen Seite auch, dass diese ganzen Kieselsteine und der ganze Dreck weg ist, damit, wenn wir später hier was verkleben, das auch wirklich gut hält. Denn wenn wir da jetzt die ganzen Kieselsteine und alles dran lassen, dann hält nachher der Kleber nur an den Kieselsteinen, aber nicht an eurer Frontschürze, und dann haben wir nichts gewonnen. Deswegen hier ist es wirklich wichtig, dass wir die Teile ordentlich säubern, damit später eben eine richtig gute Klebefläche zwischen den Stellen oder zwischen den beiden Komponenten, dem Frontsplitter und eurer Frontstoßstange, entstehen kann. Jetzt entfernen wir die ersten 3 Schrauben. Wir sehen hier 3 etwas größere Schrauben, auch mit einem größeren Unterlegteller. Das sind die Schrauben, die wir lösen. Das sind die Schrauben, die ich am Anfang erwähnt habe, die ich auch als gut empfinde, um den Frontsplitter zu montieren. Die anderen Zusatzteile, die damit geliefert werden, also wie gesagt, dieser Splint und diese Popniete aus Plastik, das finde ich nicht so ideal. Da hätte sich BMW irgendwas Besseres, finde ich, überlegen können. Beim 440 war das viel eleganter gelöst, das war viel solider. Hier ist das so ein bisschen, ja, ich bin auch skeptisch, ob das wirklich hält auf der Rennstrecke oder ob ich da nicht Probleme bekomme. Hoffentlich ist der Klebstoff gut. Das machen wir jetzt an beiden Seiten. Wir haben also dann nachher 6 Schrauben gelöst, links und auch rechts. Hier gehe ich jetzt auch nochmal her und säubere auch nochmal unter den Schrauben und allgemein auf der Fläche, weil ich da jetzt natürlich ein bisschen besser hinkomme. Und wenn wir das dann auf beiden Seiten jetzt gelöst haben, beziehungsweise die Schrauben entfernt haben, dann geht es darum, den Frontsplitter einmal anzusetzen, mit diesen jeweils 3 Schrauben links und 3 Schrauben rechts grob zu fixieren. Hier geht es nicht darum, den wirklich festzumachen, sondern nur grob zu fixieren und zu positionieren. Denn ihr müsst ja jetzt gucken, das sind alles auch etwas, also das sind Langlöcher. Das heißt, ihr habt ein bisschen Spielraum in Sachen Positionierung des Splitters an eurer Front. Und wenn ihr dann eine Position gefunden habt, wo ihr sagt, das sieht harmonisch aus, das ist auf beiden Seiten gleich und das liegt auch gut an der Fahrzeugfront an, dann dreht ihr die Schrauben ein klein wenig fester, sodass sich das nicht mehr verstellen lässt oder dass es nicht mehr verrutscht. Und wenn das dann gegeben ist, dann müssen wir eben die Löcher bohren. Es sind ja hier nochmal 4 Löcher zu bohren. Wir sehen jetzt hier in der Mitte des Splitters 2.
Löcher, die wir bohren müssen, und außen links und rechts müssen wir auch nochmal 2 Löcher bohren. Da müssen wir sehr vorsichtig sein, damit wir einerseits nicht zu tief bohren und andererseits nicht irgendwelche Komponenten, die sich darunter befinden, beschädigen. BMW sagt hier, ein 7 mm Bohrer müssen wir nutzen. Ich habe im ersten Schritt erstmal mit einem 5 mm Bohrer sozusagen die Löcher vorgebohrt und bin dann im zweiten Schritt erst auf 7 mm gegangen. Hier sehen wir jetzt einmal im Detail, dass ich am Splitter, also beziehungsweise den Splitter an der Frontschürze befestige mit diesen 3 Originalschrauben an den Originalverschraubpunkten. Dann positioniere ich das ganze Teil, richte das aus und im nächsten Schritt, wie gesagt, gehe ich dann her und bohre die 4 Löcher. Jetzt, wo ich die ersten Verschraubpunkte eben fixiert habe, gehe ich wie gesagt her und richte den Splitter aus. Ihr seht jetzt, ich ziehe den ein bisschen nach vorne. Das ist für mich vom Empfinden her die bessere Variante. Man kann ihn einmal ganz nach hinten schieben oder eben ein bisschen nach vorne holen. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe die langen Löcher komplett ausgenutzt und den Splitter eben komplett nach vorne gezogen. Das sah für mich am harmonischsten aus und hat sich am besten an das Fahrzeug oder an die Fahrzeugfront geschmiegt. Da müsst ihr einfach gucken, wie das bei euch individuell ist, was da bei euch am besten passt. Und wenn das dann der Fall ist, dann könnt ihr ja ein bisschen rumspielen. Ich habe hier am Anfang auch ein bisschen rumgespielt, habe auch immer mal wieder geguckt. Hinten am Radkasten liegt sozusagen das Ende des Frontsplitters plan auf mit dem Anfang eures Kotflügels oder beziehungsweise der Innenseite des Rathauses. Und wenn das dann alles passt, wenn ihr das ausgerichtet habt, dann geht ihr eben her unterm Fahrzeug und unterhalb des Splitters und bohrt die entsprechenden 4 Löcher. Jetzt sind wir unterhalb des Fahrzeugs und wir sehen hier, gibt es eben einmal außen links ein Loch zu bohren, als auch außen rechts. Ich bohre jetzt wie gesagt erstmal mit einem 5er Bohrer vor und gehe dann im zweiten Schritt erst mit dem von BMW vorgeschriebenen 7 mm Bohrer her und erweitere das Loch. Also wie gesagt, ihr könnt das auch gleich mit einem 7 mm Bohrer bohren, wie ihr wollt. Ich bin da mal ein bisschen vorsichtiger und fange halt erst mit einem kleineren an und nehme dann erst den entsprechend größeren Bohrer. Zusätzlich zu den beiden Löchern links und rechts müssen wir jetzt auch noch in der Mitte 2 Löcher bohren. Hier werden dann diese kleinen Splinte eingesetzt. Die sind von der Montage noch einigermaßen okay. Ja? Wirkliches Chaos und wirklich unzufrieden war ich dann bei diesen Plastikspreiznnieten. Ich habe es nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie eine spezielle Popnietenzange oder sowas braucht. Das war grauenhaft. Wie gesagt, insgesamt wären mir auch überall hier Schrauben lieber gewesen. Ich bin eher so der Verschraubmensch. Das finde ich auch besser, wenn man es mal wieder lösen möchte. Diese komischen Nieten oder Splinte, das finde ich eine ganz grauenhafte Erfindung und ist also einfach furchtbar. Ja, aber gut, da hat halt BMW an der Stelle irgendwie nicht vorgedacht gehabt und hier entsprechende Gewinde oder irgendwas vorgesehen. Deswegen musste man hier mit solchen Spreiznnieten und dergleichen arbeiten. Jetzt sind die Löcher vorgebohrt und wir haben sozusagen alles vorbereitet. Das heißt, wir nehmen die Frontschürze oder wir nehmen den Splitter jetzt nochmal von der Frontschürze ab, entfernen also hier unsere 6 Schrauben. Und wenn wir den Frontsplitter abgenommen haben, dann gehen wir jetzt her und bereiten den final vor. Das bedeutet, wir säubern nochmal sowohl den Splitter als auch eure Front und tragen dann auf den Splitter an den entsprechenden Stellen, die 3 Stellen, die wir vorher geschliffen haben. Dort tragen wir dann eben großzügig Klebstoff auf und befestigen dann den Splitter wieder direkt an der Frontschürze. So, jetzt ist der Splitter wieder abgenommen und wir sehen hier die Schleifstellen.
Hier gehen wir jetzt wieder her, wie zuvor auch, und säubern die mit dem entsprechenden Reinigungsmittel. Auch hier einfach wieder auf ein Tuch auftragen. Darauf achten, dass das Tuch eben sauber ist. Also ihr könnt das ja mal mehrfach falten und dann habt ihr sozusagen mehrere Stellen, wo das Tuch sauber ist und ihr verwenden könnt. Dann alle Flächen nochmal gründlich reinigen, ruhig auch ein bisschen großzügiger reinigen und dann eben auch nochmal die Fläche am Auto reinigen. Wenn die Flächen dann alle sauber sind, dann gehen wir her und tragen eben unseren Klebstoff auf. So, jetzt habe ich den Klebstoff aufgetragen. Hier ruhig ein bisschen großzügiger sein. Da soll ja auch wirklich Kontakt haben mit der Frontstoßstange. Und jetzt das Ganze ansetzen. Hier halt darauf achten, dass ihr da nichts verschmiert. Das heißt also, dass ihr euch, bevor ihr das jetzt anpresst, eben schon so einigermaßen sicher seid, dass ihr die richtige Position habt. Dann haltet ihr das fest. Im Idealfall natürlich mit 2 Personen. Es geht aber auch mit einer Person. Eben mit einer Hand halten und dann eine Schraube an irgendeiner Seite, links oder rechts, wo ihr halt gerade näher dran seid, ansetzen, dann das Ganze auf der gegenüberliegenden Seite auch so machen, dann hält das schon mal prinzipiell, dann verschraubt ihr die restlichen Schrauben und geht dann eben her, bringt die Spreiznieten an und sichert das Ganze nochmal mit Klebestreifen ab, damit hier auch wirklich der Splitter ordentlich an die Frontstoßstange gepresst wird, damit hier eben das Ganze auch wirklich guten Kontakt hat und entsprechend vernünftig aushärtet. Das ist wirklich wichtig, dass ihr diese Klebestreifen, das seht ihr dann nachher auch, dass ihr die eben noch mit anbringt. Not really sure, but my brain tells me I've been here before. Don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention. Not really sure, but it feels like my feet are glued to the floor. Don't wanna open up my mouth, cause I'm afraid of what's gonna come out. Life is but a dream. This can't be happening. Wake up, scream. I'm in a twisted reality. Twisted. Jetzt kommt der ekligste Teil. Ich habe am Ende es nicht geschafft, diese komischen Plastik-Spreiznieten oder Popnieten zu verwenden. Ich habe alles probiert irgendwie. Ich habe 2 verschiedene Popnietenzangen ausprobiert. Keine Ahnung, ob man da wieder irgendein verrücktes Extra-Werkzeug braucht, damit das funktioniert. Aber es hat einfach nicht geklappt. Also im Trockenen habe ich gesehen, ja, die Niete zieht sich zusammen und da entsteht auch so eine Art Dreieck, was dann mehr oder weniger eine gewisse Stabilität bietet. Aber ja, also im eingebauten Zustand oder wenn ich die Niete jetzt hier eben in das Loch eingeführt habe, das hat einfach nicht funktioniert. Das Ding hat nicht gegriffen, das hat auch nicht sich auseinandergespreizt. Das war einfach grauenhaft. Ich habe es dann noch mit verschiedenen anderen Dingen probiert. Ich hatte ja oder habe auch ein Sammelsurium an verschiedenen Nietentypen und
aber es hat einfach nicht geklappt. Am Ende habe ich noch 2 alte Befestigungsspreiznieten gefunden von meinem Mustang. Die haben da perfekt hingepasst. Ich habe jetzt die genommen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwann Muße habe, da nochmal was anderes zu besorgen, aber die vom Mustang passen perfekt. Und das hier, das war einfach nur grauenhaft. Also, wie gesagt, keine Ahnung, wie man das machen soll. Mit einer normalen Popnietenzange geht es auf jeden Fall nicht. Jetzt habe ich hier nochmal verschiedene unterschiedliche Spreiznieten, die ich so hatte, ausprobiert. Die hier ist viel zu klein. Die nächste, die ich probiert habe, die ist deutlich zu groß für dieses Loch. Das hätte ich noch weiter aufbohren müssen. Das wollte ich aber nicht. Dann habe ich nochmal andere Spreiznieten gefunden, die man mit so einem Stift sichert. Da war es aber auch so, die hatte zwar prinzipiell in das Loch gepasst, aber sobald ich den Stift eindrücken wollte, um da so eine Sicherung zu erzeugen, war das auch wieder zu groß für das kleine Loch. Es hat einfach halt nicht sauber funktioniert. Am Ende, wie gesagt, ich habe hier noch welche gefunden von meinem Mustang. Die waren zwar schon mal in Gebrauch, aber die haben da perfekt reingepasst. Ich gucke jetzt halt mal, ob ich noch andere finde. Ja, das ist halt irgendwie noch nicht so toll. Da muss ich noch mal ran. Das ist jetzt der fertige Zustand. Der Splitter ist also verbaut an der Frontstoßstange. Hier, wie gesagt, ganz wichtig, dass ihr den eben nochmal mit so Klebestreifen sichert, dass da ordentlich Anpressdruck entsteht und da eine gute Klebeverbindung eben herbeigeführt werden kann und das auch gut aushärtet. Und das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, das war hilfreich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!